Ja, hallo miteinander. Ich bin Chantal Frey, ich bin Überlebende von ritueller Gewalt und auch Autorin. Und heute freue ich mich sehr, weil ich Ihnen eine andere Autorin und auch Überlebende von ritueller Gewalt vorstellen darf. Vielleicht kennt ihr sie bereits mit ihrem Buch. Es heißt Illuminati im Ruhrgebiet. Rike Schwan, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander reden dürfen und ja, dass du uns ein wenig von dir und von deinem Werdegang erzählst. Herzlichen Dank, dass du zugesagt hast. Ja, hallo. Danke, dass du mich eingeladen hast. Es hat mich sehr gefreut. Ähm, Ja, Rike, du sagst es ja in deinem Buch, du bist aufgewachsen in einem satanischen Kult. Du hast ein Buch darüber geschrieben. Dein Ziel ist es ja eben, die Menschen zu informieren. Du hast jetzt auch dein Buch auf Englisch übersetzt. mhm, Und ich habe gedacht, wir können vielleicht auch ein wenig zuerst ein wenig in deine Geschichte eintauchen. Deine Familie, hast du gesagt, ist eine satanische Familie, also eine Kultfamilie. Und bei dir wurden schon ganz früh Methoden angewendet, dass du zur Dissoziation kommst, also dass du deine Persönlichkeit dissoziieren musst, um das auch zu überleben. Dann schreibst du unter anderem auch, dass du schon als ganz kleines Kind zur Prostitution gezwungen bist. Jetzt weiß ich aber von dir und von deinem Buch, dass das ja längst nicht alles war. mhm, Und ich wollte dich fragen, ob du uns ein wenig so in deine Geschichte reinnehmen kannst. mhm. Was ist dir passiert? Ähm, ja, vielleicht, ich kann das mal kurz zeigen, das Buch. Also das ist jetzt auf Englisch, aber auf Deutsch sieht es ja genauso aus, der Titel. Das Titel. Ja, das war die Familie, in die ich geboren wurde, die haben, das war so die Kindeserziehung von denen, dass sie standardmäßig Anteile erschaffen haben in den Kindern. Also das ist jetzt nicht, es war jetzt nichts Neues für, meine Großeltern haben das gemacht bei mir, also auch bei ihren eigenen Kindern und also bei meinem Vater und meiner Tante. Und meine Uroma hat auch gelebt und ja, die ist auch so aufgewachsen. Das ist, was ich so persönlich wusste und ich denke, das geht halt noch viel weiter zurück. Und genau, und deswegen haben die es halt einfach so weitergeführt. Ähm, hatten auch ja das geplant. Also eigentlich wollten sie halt meinen Vater mit einer passenden Frau verheiraten und so weiter. Also das ist dann immer schon, bevor die Kinder auf der Welt sind, wird da schon geguckt und geplant und so. Und genau, dann haben die halt ihre Methoden angewendet, die ich so beschreibe im Buch. Und bei mir, meiner Zwillingsschwester und später noch zwei jüngeren Schwestern. Und dann, als ich ein sehr kleines Kind war, ein Baby, da konnte ich ja noch nicht zu Kunden gehen. Da wurden dann quasi nur, also in Anführungsstrichen, nur Filme gemacht vom Missbrauch. Ja, und später dann war ich so bereit, ähm, dass ich zu Männern gebracht wurde, ja, auch Frauen, halt Kunden, so haben die es bezeichnet. Und dass ich und meine Zwillingsschwester zum Beispiel, wir wurden zu dem Haus gebracht und dann hat mein Großvater uns später wieder abgeholt. Und wir wussten ja genau, was zu tun ist, wegen dem Training sozusagen. Manchmal sind auch welche zum Haus meiner Großeltern gekommen oder wir waren irgendwie auf einem Ausflug und dann hat mein Großvater mich kurz zu einer Ecke gebracht, wo keine Menschen waren. Ähm, ja, somit haben die Geld verdient halt. Mhm. Und also das gehörte jetzt gar nicht so quasi standardmäßig zum Kult. Meine Uroma wollte eigentlich nicht, dass meine Großeltern mich an Leute verkaufen, die nicht
in die Sekte gehörten. Also ihrer Meinung nach war das ein Risiko, ähm, weil die ja nicht so zum Schweigen, ans Schweigen verpflichtet waren. Ähm, ja, das war halt, äh, Aber das ist dann trotzdem passiert, also genau, das ist halt, auch ja, das ist trotzdem passiert. ausgehalten und gebracht wurdest. Quasi trotzdem, die Kultleute, wussten das natürlich, es waren auch oft welche Kunden sozusagen, die innerhalb des Kultes waren oder die Videos waren sowieso innerhalb des äh, ja, pädophilen Netzwerks, ja, gehört der Kult ja zu. Kann man eigentlich gar nicht so trennen, meiner Meinung nach. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ich finde, das bei dir sehr gut und eigentlich auch im Buch eben sehr gut erklärt, dass du das ja eigentlich als eine Erziehungsmethode vorstellst. Also oft redet man ja von Programmierungen, dass die Kinder oder die Leute dann programmiert werden, aber du stellst es wirklich als Erziehungsmethode vor, was es ja auch ist und was es ja auch den Menschen, die diese Thematik von dieser organisierten rituellen Gewalt auch in satanischem Kult nicht kennen, darunter kann man sich das gut vorstellen. Also das war die Erziehungsmethode von deinen Eltern, von deinen Großeltern und Urgroßeltern. Das ist richtig. Das ist einfach eine Art, die Mhm. Kinder zu erziehen, die sie gut finden. Genau. Ja, So wurdest du konditionieren. konditioniert. Ja, genau. Mhm. Ja, Programme sind ja eigentlich Konditionierung. Also ich habe jetzt nichts gegen das Wort, das wurde auch benutzt bei uns. Aber so, ja. Ja. ja, Ja. Konditionierung. Ja. Und du hast auch das Typische erlebt, dass es eben von Generation zu Generation ja oft weitergegeben werden muss. Ähm, Ja, kannst du vielleicht uns noch eins, zwei so andere Beispiele nennen? Also wir haben jetzt gehört, dass du eben zur Prostitution verkauft wurdest, aber es war ja nicht alles, was du erlebt hast, so in diesem Erziehungsmethode, sage ich jetzt mal. Mhm. Hast du vielleicht noch eins, zwei andere Beispiele, so familieninterne Beispiele oder so? Von dem, was ich erlebt habe im Kult. Ja, ja, Ähm, ähm, ja, es war halt oft so, dass zum Beispiel waren wir irgendwie im Alltag bei meinen Großeltern und für die Alltagspersönlichkeiten wurde dann gesagt, wir gehen jetzt nach Hause und dann gingen wir halt auch das Treppenhaus runter oder aus dem Garten raus. Aber bevor wir zum Auto kamen, schalteten sich andere Persönlichkeiten ein. Und dann gingen wir wieder zurück und dann haben wir das andere Leben erlebt quasi. Also dann ging der Horror los. Also entweder haben wir dann Rituale gemacht, im Keller zum Beispiel haben wir gemacht manchmal oder im Sommer halt auch draußen im Garten. Dann haben die halt mh, ja diese Kutten angezogen zum Beispiel und so gesungen und geräuchert und ja Satan angerufen, aber auch also viele andere Gottheiten, meine Großeltern waren in verschiedenen Orden und Traditionen, mit denen die gearbeitet haben. ja, Ähm, und da manchmal gab's auch getrennt davon die Zusammenkünfte. Also manchmal haben die zum Beispiel ähm, ja mit den Illuminati zum Beispiel, das war eine Gruppe, die sich dann getroffen haben, aber davon losgetrennt gab's halt auch andere Gruppen, die sich dann getroffen haben und dann halt die speziellen äh, Gottheiten oder Dämonen angerufen. Also das war dann so nachts, aber es muss nicht immer nachts gewesen sein. Es kann auch manchmal zum Beispiel tagsüber gewesen sein. Also meine Oma hat viel tagsüber im Garten ähm, ja programmiert und uns Anweisungen gegeben. Also sie hat einfach dann, ich weiß nicht, irgendein Codewort gesagt oder ein Berührungstrigger, das war auch sehr beliebt. Und dann kam mal eine andere Persönlichkeit raus und dann bekam die Anweisung, wie, was sie zu tun hatte, entweder in der Innenwelt oder halt später für irgendwelche Aufgaben,
die man machen musste. Ja, also wenn du von anderer Persönlichkeit sprichst, dann ist es ja eben von dieser Dissoziation her, also du wurdest dissoziiert, damit du mehrere Persönlichkeiten entwickelst. Ähm, und dann hat deine Großmutter immer wieder eine von deinen Persönlichkeiten, die in dir leben, herausgetriggert sozusagen, um mit dir zu arbeiten, um mit ihr sie zu programmieren. Ja, Genau, jetzt, genau. jetzt habe ich eine Frage. Also du redest ja davon, du sagst ja, das war ja auch sehr oft im Garten. Jetzt, wenn ich mir das vorstelle, naja, dass mein Nachbar sowas im Garten tun würde, würde ich das ja mitbekommen, so am helllichten Tag. Wie kann das sein, dass das nicht ans Licht gekommen ist? Also, dass das über so viele Jahre, wo du das erleben musstest, dass das einfach so öffentlich in einem Garten gemacht werden konnte. Ähm, ja, also die Nachbarn haben es mitbekommen, das ist klar. Die waren halt auch beteiligt. Ah. Ich weiß von beiden, also es gab mal so Verbindungen innerhalb der Garten, zum nächsten Garten, da konnte man einfach hingehen. Und die sind auch oft rübergekommen und waren ja halt beteiligt auch, waren auch Programmierer. Vor allem einer von unseren Nachbarn war sogar der Vorgesetzte meiner Großeltern. Und der ist auch im Vorstand dieses Kleingartenvereins. Also ich weiß nicht, ob ich denke mal, dass die anderen aus dem Vorstand auch beteiligt sind und dass die halt dann nur diese Leute reinlassen, die Bescheid wissen und das mitmachen. Es ist zwar so, dass die Eingänge sind nicht abgeschlossen, aber ich weiß, das war schon ein bisschen abgelegen. Auf der einen Seite war eine Autobahnbrücke, von da konnte niemand irgendwie reinkommen. Und die anderen Eingänge, da waren zufälligerweise immer das Haus gegenüber, da wusste ich, da wohnen welche, die auch einen Garten hatten. Hm. Und jetzt denke ich mir halt so, dass die dann zu bestimmten Zeiten aufgepasst haben und ich weiß nicht, was die gemacht hätten, wenn da jemand reingekommen wäre, reingehen wollte, wenn da gerade drin was vorging. Ja, Ich ja. schätze mal, dass die dann irgendwie eingegriffen haben. Mhm. Ja, wir reden ja von organisierter ritueller Gewalt. Also das sind genau diese, Genau. die organisiert sind und die rundum organisiert sind, dass der Nachbarn auch jemand ist vom Kult oder so. Das war ja bei mir auch der Fall. Deshalb ist es ja auch in diesem Quartier, wo ich gewohnt habe, so ja in diesem Quartier passiert und auch dort geblieben. Das scheint mir Mhm. ja bei dir genau auch der Fall zu sein. Und das ist so ein Muster, was man immer wieder entdeckt bei den Überlebenden von ritueller Gewalt, dass diese Dinge, wo sie, diese Gefäße, sage ich mal, wo sie aufgewachsen sind, sind ja organisierte Gefäße. Genau, ja. Jetzt bist du ja mit 30, aber also 30 Jahre alt warst, hast du es endlich geschafft, von dort wegzuziehen. Ähm, Du hast, ja, ich nehme an, einen langen, intensiven Heilungsweg hinter dir mit hohen Höhen und Tiefen. Hast dann auch ein Buch geschrieben, hast es dir auf die Fahne geschrieben, darüber zu sprechen und die Gesellschaft zu informieren. Wie ist das dann dazu gekommen, dass du wegziehen konntest, die hattest, den Mut hattest? Wie ist dein Weg, seit du jetzt von dort weg bist? Ja, wie es dazu gekommen ist, das war, glaube ich, so ein bisschen Glück. Ich hatte schon oft versucht, irgendwie, ja, ich habe gesagt, ich will nicht mitmachen und so weiter, aber ich wurde immer wieder aktiviert natürlich quasi, also zugerufen oder rausgeru rausgerufen. Also die Anteile wurden rausgerufen und man konnte quasi nicht, man kann sich ja nicht entscheiden und sagen, ich will nicht mehr und dann sagen die, ja klar, okay, dann geh, ne? Mhm. Das war natürlich verboten und deswegen hatte ich mir dann so vorgestellt, dass ich ganz weit weggehen will. Allerdings war das ja auch nicht ganz so leicht, von einer ganz weit entfernten Stadt eine Wohnung zu finden. Also hatte ich dann das Glück, erstmal, dass meine Schwester 'nen Nachmieter gesucht hat.
Und dann bin ich erstmal da und von da aus, ja, dann war ich zwar immer noch manchmal, dass ich zugegriffen wurde, aber dann konnte ich immerhin mehr Gedanken machen, wie kann ich noch weiter wegziehen. Und das habe ich dann geschafft durch, ich war in einer Klinik und da gab's halt so, 'ne Vermittlung in eine Reha und da wiederum habe ich dann einen Vermieter getroffen. Ja, Also, das war schon so 'n ja, und so kon bisschen Glück, bisschen nicht aufgeben, auch wenn ich natürlich nicht wusste, wovor ich fliehe. ja, Genau, und dann paar Jahre später hat's gedauert, 'n paar, ich weiß gar nicht, habe ich, als ich Erinnerungen bekommen habe ich erst mal alles aufgeschrieben, also, als die gekommen sind. Und als ich dann angefangen habe, als ich so weit war, zu glauben, dass es wirklich alles so ist, da habe ich irgendwie gedacht, ja, ich will das sagen. Ich will petzen halt. ja. So wurd's früher immer genannt. Ich hatte schon nämlich als Kind schon, immer das Bedürfnis gehabt, jemand zu sagen: „Hallo, die haben das und das gemacht." Und dann haben die immer gesagt: „Jetzt hör auf zu petzen." Mhm. Und das ist dann so rausgekommen, dieses Bedürfnis wieder. Und dann habe ich gedacht, also, ich habe auch immer schon gern geschrieben oder wollte schon auch 'n Buch schreiben und da habe ich gedacht, mache ich das in dieser Form. Ja. Und, ja, das habe Und ich dann dann ist das, dann rausgekommen. Das habe ich hier auch vor mir, dieses Buch. Ja, man sieht es jetzt da in der oh, Kamera ja. nicht so gut, aber ich habe es vor mir liegend und, ein Buch mit so, so vielen wertvollen Informationen eben auch für die Gesellschaft. Du machst es ja auch für die Gesellschaft, damit wir wissen, was, in unseren Ländern abgeht. Wir wohnen ja nicht im gleichen Land, aber organisierte rituelle Gewalt, das kennt keine Landesgrenzen, das ist ja Mhm. landesübergreifend. Ähm, ja, und wie lange hast du eigentlich gebraucht, um dein Buch zu schreiben? Hm, also, das Grundgerüst quasi, die Rohfassung, die war innerhalb von paar Monaten fertig, weil ich musste ja einfach nur aus meinem Tagebuch die Erlebnisse raussuchen und chronologisch anordnen. Ja, Aber das Editieren hat dann noch 'n bisschen gedauert, also, das tausendmal drüber lesen und nach Fehlern suchen und ich denke, das war dann ungefähr ein Jahr, bis ja, ich bereit war, das, ja, veröffentlichen. ja. Hast du bereits Rückmeldungen bekommen? Also Leute, die dir schreiben oder ja, die dir Rückmeldungen geben zu deinem Buch? Mhm. Ja, Persönlich jetzt nicht so viel. Ich habe gesehen, bei Amazon gibt's 'n paar Reviews, also, die haben mich schon gefreut, ne? Da, da haben die Leute gesagt, dass sie's gut finden. Ich habe eine E-Mail habe ich bekommen, da haben Leute mich halt gefragt, was man so dagegen machen kann. ja, Äh, aber da war ich dann halt überfordert, weil, ich weiß es ja selber nicht. Ich denke mal, aufklären ist das Einzige, was ich jetzt im Moment weiß, was man tun kann, weil je mehr es wissen, desto mehr kann dann vielleicht irgendwann doch mal, dass die Polizei da was macht. Das ist, glaube ich, aber ein langer Weg. ja, 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 und ansonsten noch nicht so viele Rückmeldungen. Also, ich mache aber auch ja nicht so viel Aufwärms so viel, wie nennt man das? Mache jetzt nicht so viele Interviews oder was. ja, ja, ja. Und trotzdem, du hast dich jetzt auch entschieden, dein Buch auf Englisch rauszugeben. Ähm, warum hast du gedacht, dass es gut wäre auf Englisch? Also, eigentlich war das auch von Anfang an so mein Plan, weil die Hälfte der ganzen Sache war ja quasi, es war ja viel in Amerika Ja, und England auch. Ja, ich war oft in England und mein Gedanke hinter der ganzen Sache ist auch, dass ich habe ja, viele Opfer getroffen, die das nicht wollten. Und die hatten jetzt noch nicht so das Glück, dass die sich irgendwie erinnern konnten. Also, Erinnerungen sind ja meist, die können kommen, wenn man darüber redet oder was da drüber liest. Also, dann wird das so 'n bisschen angeregt
Und dann hat man eher die Möglichkeit, sich zu erinnern, als wenn nie jemand drüber redet. Deswegen soll man ja auch nie drüber reden. Und ich dachte dann, in Deutschland oder auch in England und Amerika, also so viele wie möglich sollen natürlich ähm, zum Erinnern angeregt werden oder vielleicht haben die auch schon Erinnerungen und denken, es kann nicht sein. Und dann lesen die irgendwas, was auch so war und dann merken die, es kann ja doch vielleicht sein. Ja, ja. Also dein Buch dient zur Unterstützung, Ermutigung für Betroffene, sich zu erinnern, aber auch ihre Stimme zu erheben. So Hm. im Sinne, wenn du es schaffst, dann schaffen die das auch. Hm. Das finde ich total gut. Also wirklich, das ist ja helfen. Wenn die Leute dich oder auch, ich werde auch immer wieder gefragt, wie kann man helfen? Das ist ja eine Art von helfen. Ja, vielen herzlichen Dank. Wir werden natürlich das Buch von Rike Schwan unter dem Video verlinken. Also das Deutsche und das Englische, was jetzt auch neu rausgekommen ist. Dann könnt ihr dann darauf klicken, auf den Link und es auch dann direkt kaufen, um selber zu lesen oder auch weiter zu verschenken. Ganz, ganz wichtige Informationen, die ich euch allen ans Herz lege. Vielen Dank, Rike Schwan, dass du das geschrieben hast, dass du das veröffentlicht hast, dass du dass du hilfst, mit deinem Buch diese Informationen zu verbreiten, dass unsere Gesellschaft auch Unterlagen hat, um sich über diese Art von Gewalt, die dich ja betrifft, die mich betrifft, die so viele andere betrifft, die viele Kinder betrifft, die jetzt gerade darunter leiden, wenn wir reden, da können sie sich informieren. Ich habe noch eine Schlussfrage an dich, liebe Rike. Wenn du, ähm, wenn du dir was wünschen könntest, ohne dass das irgendwie eine Barriere hätte, wenn dir alle Wünsche offen wären, was würdest du dir zuerst wünschen? Was ist dein Herzensanliegen, ein Wunsch, den du hast? Oh, das ist ja schwierig. Ich weiß nicht, mehr Kommunikation auf Seiten Betroffener und Nicht-Betroffener, also nicht direkt weghören, sondern dass ein bisschen man offen ist für Sachen, wo man denkt, das kann nicht sein. Weil, das ist so ein Argument, das ich oft höre. Das kann nicht sein, weil das zu schlimm ist. Aber was ist halt Menschen möglich? Und wie kann man dann denken, dass es Menschen gibt, die es nicht tun würden? Natürlich würde man selber das nicht tun. Ähm, genau, irgendwie so die Offenheit, das vielleicht ein bisschen, Mhm. selbst wenn man es nicht glauben will, vielleicht zu gucken, vielleicht irgendeine kleine Randgruppe, dass es die gibt und dass die das machen würde. Ja, ja. Dann glauben wir jetzt, dass dieses Video nicht nur dazu dient, dich und deine Bücher vorzustellen, sondern wirklich auch, dass dieses Video dazu dient, dass mehr Kommunikation entsteht zwischen Betroffenen selber, aber vor allem auch mit Menschen, die nicht betroffen sind. Das, das ist mein Wunsch, auch dass dieser Wunsch für dich in Erfüllung geht und für uns alle Betroffenen. Danke, danke viel mal, liebe Rike. Vielen herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Und ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Buch und ich wünsche den Menschen, die das lesen, wirklich, dass sie sich dafür öffnen können und damit auch sie ähm, begreifen können, dass Kinder, dass Erwachsene, dass unsere Gesellschaft ihre Hilfe braucht. Herzlichen Dank für deinen Beitrag. Ja, danke auch.